Und jetzt sagen wir nochmal was zum Beutelwolf. Ja, zu Sportbeuteln. Nee, einfach nur weg. Hm. Noch nicht mal Sportbeutel. Wobei ich bin so froh, dass die Sportbeutelphase in meinem Leben vorbei ist. Ich habe den immer vergessen. Und ich war auch in der Sportschule. Das muss blöd sein. Dann den Beutelwolf hier links kennen vielleicht einige, das ist also letztlich kein Wolf. Kein Wolf, der heißt auch tasmanischer Tiger. Hast du jetzt verstanden, was es ist? Alle zwei Sachen. Im Endeffekt ist es ein Känguru, das aussieht wie ein Wolf. Liebe Wissenschaft, was bin ich denn jetzt eigentlich? Ein Känguru, ein Beutelwolf oder ein tasmanischer Tiger? Wisst ihr, damit man jemanden wie Philipp und auch mir das mit der Biologie so ein bisschen beibringen kann, wäre so eine ordentliche Systematik und stringente Benennung wirklich voll empfehlenswert. Daumen hoch für stringente Benennung. Stringent. Ganz genau. Was ist ein Beuteltier? Das ist ein Raubkänguru Ja, gewesen. Raubkänguru. Aber es war mal ein Raubkänguru. Also sagen wir es mal so, es ist mit Wombats und Kängurus mehr verwandt und mit Koalabären, als es mit Wölfen verwandt ist. Allgemein gesprochen kann man Säugetiere in 3 große Gruppen unterteilen. Zum einen in die Monotrematen, das sind die Säugetiere, die noch Eier legen. Da gibt es heutzutage nur noch ganz wenige Formen von, unter anderem das Schnabeltier und den Ameisenigel. Aber auch diese Tiere säugen übrigens ihre Jungen, also die geben auch Milch an ihren Nachwuchs weiter, von daher sind es natürlich klassische Säugetiere. Die andere große Gruppe sind die Plazentatiere, also Tiere, die, wie der Mensch, der zu den Plazentatieren gehört, eine Gebärmutter haben, lebende Junge zur Welt bringen, die ziemlich fertig entwickelt sind und danach eben gesäugt werden. Und dann gibt es als dritte große Gruppe die Marsupialier oder Beuteltiere, wie zum Beispiel das Känguru oder auch den Beutelwolf. Diese Gruppe bringt auch lebende Jungtiere zur Welt, aber die sind noch nicht vollständig entwickelt. Die müssen dann erstmal in einen Beutel gehen oder in eine ähnliche Struktur wie ein Beutel, das variiert ein bisschen, und werden dann dort über Milch natürlich großgezogen, aber werden eigentlich erst einige Zeit nach der Geburt wirklich vollständig entwickelt sozusagen. Sieht aber ein wunderbares Beispiel für Konvergenz in der Evolution. In der Evolutionsbiologie spricht man dann von Konvergenz, wenn aus 2 unterschiedlichen Ausgangssituationen heraus dasselbe evolutionär entstanden ist. Also zum Beispiel beim Beutelwolf und beim europäischen Wolf sehen wir, dass sie beide auf den ersten Blick zumindest relativ ähnlich aussehen und beide haben auch eine ähnliche ökologische Funktion. Sie sind beide in ihrem Ökosystem große Beutegreifer, Fleischfresser, die auf relativ große Beute gehen. Aber ein Beutelwolf ist eben einem Känguru näher verwandt, weil er ein Beuteltier ist. Und ein europäischer Wolf ist zum Beispiel mit einer Maus näher verwandt, weil er ein Plazentatier ist. In beiden Fällen haben ökologische Bedingungen letztlich sehr ähnliche evolutionäre Ergebnisse hervorgerufen. Sieht aber eben aus wie ein typischer Plazentatier-Beutegreifer, also wie ein Wolf zum Beispiel. Und lebte noch auf Tasmanien, als die ersten Europäer und sowas dahin kamen. Und dann wurde der vor allen Dingen in der Schafzucht bejagt und ist schon knapp vor 100 Jahren das letzte Tier im Zoo gestorben. Also, heute bin ich Rotkäppchen und das ist unser Beutelwolf, der auch ein tasmanischer Tiger sei und gleichzeitig auch noch ein Känguru. Aber nicht so schön hüpfen kann. Ja, das mit dem Hüpfen ist bei Wölfen ganz schwer und bei Beuteln auch. Außer es sind Turnbeutel. Das finde ich fast lustig tatsächlich.